Kenntnis. Und das funktioniert? Nicht immer. Wäre die Anna am Ende des Programms ausgestiegen? Ja, möglich. Das ist ein langer Prozess. Diese Gespräche sind immer nur ein Anfang. Und sie hätte jederzeit gehen können? Ja, Hatte die Anna Zweifel am System Epitasis? zunehmend. Als erstes merkt man es an der Sprache. Floskeln werden weniger und die stereotypen automatisierten Antworten lösen sich auf. Diese Schleier, die sich über das Denken gelegt haben, verschwinden und plötzlich werden neue Standpunkte möglich. Das ist das Schlimmste, was Epitasis passieren kann. Mündige Mitglieder sind gefährlich. Und Sie glauben, dass Epitasis deswegen jemanden umbringt? Das war sicher nicht der Plan. Also ein Betriebsunfall? Ich weiß es nicht. Wie lange waren Sie bei der Anna? Von Anfang an. Sowas muss man begleiten. Und Sie haben das alles dokumentiert? Ja. Wir haben sicher über 30 Stunden Gespräche aufgezeichnet. Und haben Sie die Anna das letzte Mal gesehen? Am Tag vor ihrem Tod. Sie war guter Dinge. Sie waren für die Anna verantwortlich. Sie waren immer bei ihr. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht. Warum? Sie wollte allein sein. Und da gehen Sie einfach? Es ist Teil des Programms, dass sich die Person am Ende selbst entscheiden kann, ob sie zurück in die Gruppe will oder einen anderen Weg einschlägt. Was ist los, Lisa? Hm? Geht's dir nicht gut? Man ist nicht immer in Höchstform. Das wäre aber schön. Ich bin keine Maschine. Das ist alles nur eine Frage der Disziplin. Diese Sache mit der Tochter von dem Kommissar. Ja? Geht das nicht ein bisschen zu weit? Hast du den Eindruck? Die ist doch ganz nett, oder? Nett ist aber keine Kategorie. Feindlich gesinnten Elementen, Jetzt übertreib- ob direkt oder indirekt, man muss immer auf der Hut sein. Immer. Ja, sicher, aber Du zweifelst an unseren Methoden. nein, grundsätzlich nicht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nur unwohl dabei. Servus, Karl. Sein Leben finden heißt sein Glück finden. Ja, auch schön. Bei uns ist das Glück ein Vogel, bei den Chinesen ein Keks. Ist mir eigentlich viel sympathischer. Ja. Die Analyse der Gummireste für die Reifen am Unfall hat zumindest ergeben, dass die ganz alten Oldtimer ausscheiden. Also alles vor den 60er Jahren. Die haben über völlig andere Reifensätze verfügt. Bleiben aber eine Menge Autos übrig, ja? Genau. Deshalb ist es so wichtig, dass wir herausgefunden haben, dass der Lack in Deutschland hergestellt worden ist. Was wollt ihr trinken? Bringen Sie mal ein kleines Bier. Das heißt, lieber einen Tee, bitte. Diese Lackmischungen sind sehr speziell, die kriegt man nicht überall. Wir werden bei den Werkstätten ansetzen. Und so viele gibt es da nicht, die sich auf die Reparatur für so alte Kisten spezialisiert haben. Die haben einen genauen Überblick, welche Art Anstrich ihre Babys vertragen. Du isst nichts? Nein, ich hab Kopfschmerzen. Hallo, Schatzl. Nein, alles gut. Eine Stunde ungefähr. Nein, ich habe nichts eingekauft. Aber ich kann dir was vom Chinesen mitbringen. Ja? Ja, gut, danke. Ciao, servus.
Schön. Danke vielmals. Und ich hätte gerne einmal gebratene Nudeln mit Gemüse zum Mitnehmen, bitte. Gerne, ja. Cole? Cole? Ja? Glaubst du an irgendwas? Wann gehst du in die Kirche? Ja. Aber nur zu Hochzeiten und zu Beerdigungen. Das heißt, du bist der Atheist? Na, ich glaube schon. Nur an was? Weiß ich nicht so genau. Wie schaut das bei dir aus? Ich glaube nur an Beweise. Du bist wirklich ein Faktengläubiger. Aber das ist eher so eine Art Berufskrankheit, keine Glaubensrichtung. Und für die Seele tust du gar nichts? Oh ja, schon. Die Claudia hat mich jetzt einmal zu so einer Zen-Meditation mitgenommen. Das ist so eine Art Yoga oder was? Na, Bogenschießen mit Mönch. Zur Erleuchtung oder zur Entspannung? Na, zur Dehnung hat sie gemeint. Ist aber nichts für mich. Karl, ja, aber bitte. Also, du müsstest mir einen Gefallen tun. Ich brauche einen psychisch instabilen Menschen. Einen Durchschnittstypen. Alleinstehend. Einsam. Manchmal ein bisschen verzweifelt. Ein bisschen Geld auf der Seite. Und der genau an dem Punkt steht, den man so allgemein den Bruch in der Biografie bezeichnet. Verstehst? Danke, dass du dabei an mich gedacht hast. Ich bin morgen wieder beim Bogenschießen. Ja, schön, aber das ist nichts für mich. Ein bisschen geistige Entwicklung würde dir ganz gut tun. Ich ermittle in einem Mordfall. Geistige Anregung genug. Du, Papa, was würdest du eigentlich sagen, wenn ich ausziehe? Warum? Nur mal so angenommen. Gefällt's dir hier nicht mehr? Doch? Ist doch langweilig mit mir. Nein. Das Zimmer zu klein. Nein. Es ist nur so, in einer Wohngemeinschaft ist gerade ein Zimmer frei geworden. Und dort könnte ich einziehen. Super Lage, nette Leute. In einer WG? Mhm. Ja. Wenn's meinst. Zuerst einmal möchte ich Ihnen gratulieren. Wofür denn? Sie sind ein äußerst angenehmer Zeitgenosse. Ich freue mich aufrichtig, jemanden wie Sie kennenzulernen. Überdurchschnittlich intelligent, sozial engagiert und charakterfest. Das gefällt mir. Es gibt allerdings ein paar kleinere Defizite. Der Ego-Scanner hat ergeben, dass Sie... Der was bitte? Wir scannen Ihren Charakter und analysieren Ihr Persönlichkeitsschema. Aha. Ihre Aufmerksamkeitskurve lässt hier etwas nach. Sie haben Probleme damit, Dinge konsequent zu Ende zu bringen. Sie neigen zur Trägheit, oder? Und hier, dieser Wert weist auf eine Schwäche im Zeitmanagement hin. Im Grunde bin ich eher pünktlich. Okay, das ist keine große Sache. Ist leicht in den Griff zu kriegen. Und produktiv nutzbar ist es auch. Ja, wie denn? Nur nicht so ungeduldig werden. Wir stehen erst am Anfang. Was machen Sie denn vom Beruf? Lassen Sie mich raten. Sie haben Sinn für Familie, interessieren sich für Menschen, sind neugierig, auch analytisch, wollen den Dingen auf den Grund gehen. Sie könnten in einem Labor arbeiten. Vielleicht eine wissenschaftliche Tätigkeit. Also ich... Das dachte ich mir. Gerade in einem Bereich, wo es um Innovation geht, darum, etwas Neues zu entdecken, einen steinigen Weg zu gehen, mutig voranzuschreiten, aber auch Rückschläge einzustecken, um am Ende dann letztlich doch einen gewaltigen Sieg über Schmerz, Krankheit und Tod davonzutragen. Genau dafür haben wir ein Programm. Es wird Ihre Fähigkeiten um ein Vielfaches potenzieren. Sind Sie dabei? Wollen Sie sich das mal ansehen? Unverbindlich, kostet nichts.
Und es wird Sie begeistern. Wenn Sie meinen, das bringt was. Du Klaus, kommst du mal kurz mit, bitte? Klaus, Modul 3 und 4 für den 13er Kurs sind längst überfällig. Bei mir ist gerade ein bisschen allein. Wie bitte? Ich meine, finanziell habe ich es gerade schwer. Du weißt doch von der Scheidung. Und die Kinder, das kostet alles. Ausreden sind der erste Schritt wohin? Zum Abstieg. Gesetzmäßigkeiten des Scheiterns, Kurs 1, Modul 4. Ja. Und für Absteiger haben wir definitiv keinen Platz hier. Bitte sehr. Wir haben Jahrestagung. Da kommen tolle Vortragende aus der ganzen Welt. Das ist eine einmalige Chance. Kommen Sie doch vorbei. Danke sehr. Feindlich gesinnte Elemente haben eines der fähigsten Mitglieder der jungen Epitasis-Generation am Gewissen. Anna Kaba wurde kaltblütig von jenen Kräften ermordet, die uns alle vernichtet sehen wollen. Aber warum? Warum bekämpft man uns? Ganz einfach, es ist der Erfolg. Unser Erfolg macht Angst. Unser Erfolg schürt Neid. Unser Erfolg lässt unsere Feinde zu allen Mitteln greifen, um uns zu schaden. Sie schrecken vor nichts zurück. Aber wir lassen uns nicht von diesem Weg zu mehr Größe, Stärke und Erfolg abbringen. Wir lassen uns vor allem eins nicht: von unserem Glauben abbringen. Es gibt viele, die uns am Boden zerstört sehen wollen. Zerschmettert. Von unseren Idealen abgeschworen. Aber das werden wir niemals zulassen. Ich sage euch, wir müssen einig sein und wir müssen stark sein. Wenn wir zusammenhalten, Heinrich? hat kein einziges feindlich gesinntes Element eine Chance. Wir werden siegen. Herr Dr. Horvath, auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche. Herr Dr. Das gibt's ja nicht. Moritz, schleichst du mir nach? Du sagst immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser. Richtig. Wer bitte überprüft dann die Mitarbeiter vom Staatsanwalt? Ich nicht. Das solltest du aber. Geht's vielleicht ein bisschen weniger kryptisch? Ja, aber nicht hier, komm mit. Was geht das mich an? An welchen Gott oder Guru dieser Hans Berger. Dieser Hans Berger glaubt, wir sind doch keine Religionsbehörde und ich bin schon gar kein Glaubenswächter. Aber darum geht's nicht. Wir ermitteln in einem Mordfall. Und direkt vor deinen Augen nistet sich einer aus der Gruppe der Tatverdächtigen ein. Und du findest das ganz normal. Du wirst langsam paranoid, Moritz. Wir haben Christen, Atheisten, Moslems, Esoteriker, den ein oder anderen Freimaurer. Wir haben sogar einen Briefmarkensammler. Das geht mich doch alles nichts an, solange sie sich an die Republiksgesetze halten. Der Hans Berger weiß über jeden unserer Ermittlungsschritte Bescheid. Also sorgt wenigstens dafür, dass er mit dem Fall nichts mehr zu tun hat. Gut. Ich rede mit dem Staatsanwalt. Er soll ihn woanders einsetzen. Für mehr brauche ich Beweise. Aber vor allem hätte ich gern eins. Den Täter. Ist was? Na, nix. Schöner Ring.